Die Universität Oxford hat am 20. Juli mitgeteilt, dass ein experimenteller Impfstoff gegen Coronavirus bei Probanden gut vertragen wurde und eine Immunreaktion ausgelöst hat. In diesem Video geht es um die Frage, wann gibt es einen Impfstoff gegen Corona? In diesem Video besprechen wir, wie Impfungen funktionieren, was es mit dem Coronavirus-Impfstoff der Universität Oxford auf sich hat und welche Voraussetzungen für einen wirksamen Impfschutz gegen Coronavirus erfüllt sein müssen. Viel Spaß! Um zu verstehen, wie ein möglicher Impfstoff gegen Coronavirus funktionieren könnte, betrachten wir einmal das Beispiel des Grippevirus. Hier abgebildet ist ein Grippevirus, das bestimmte Oberflächenproteine besitzt. Das sind Eiweiße, die es benutzt, um an der menschlichen Zelle anzudocken. Hier in Orange dargestellt ist das sogenannte Hämagglutinin. Wenn wir mit einem Grippevirus in Kontakt kommen, wird das Immunsystem aktiviert, und zwar besonders der Teil des Immunsystems, der eine gewisse Lernfähigkeit besitzt. Also genau der Teil des Immunsystems, was wir auch gegen ein unbekanntes Virus bräuchten. Man kann sich das vorstellen als eine Art Supercomputer, der nun eine Zeit lang rechnet und nach einer Zeit eine Lösung ausspuckt. Lösung in dem Beispiel ist die Bildung von sogenannten Antikörpern. Antikörper sind Eiweiße, die die Eigenschaft haben, genau ein anderes Eiweiß in sehr gezielter Weise zu binden. Und diese Antikörper sind nun in der Lage, diese Hämagglutinin-Proteine zu neutralisieren und damit vor dem Virus zu schützen. Das ist auch genau der Grund, warum die Grippeimpfung wirkt. Man gibt einen Impfstoff, der bewirkt die Bildung von Antikörpern gegen Hämagglutinin, sodass man diesen ganzen Prozess einfach beschleunigt, sodass selbst ohne Kontakt mit dem Grippevirus der Körper in die Lage versetzt wird, diese Antikörper zu bilden und dann, wenn es wirklich zum Kontakt dazu kommt, sofort diese Antikörper abzurufen. Eine ähnliche Idee ist es bei dem Coronavirus. Wie ihr hier sehen könnt, hat das Coronavirus dieses sogenannte Spike-Protein hier an der Oberfläche, was ein gewisses Ziel für eine Impfstoffentwicklung darstellt. Die Strategie also von vielen potenziellen Impfstoffen gegen Coronavirus ist die Induktion von Antikörpern gegen das Spike-Protein. So auch bei dem Oxford-Impfstoffkandidaten. Bei diesem Oxford-Impfstoffkandidaten handelt es sich im Detail um ein modifiziertes Virus von Schimpansen, ein Schimpansen-Adenovirus, in das die genetische Information für das Spike-Protein quasi eingeschleust worden ist. Die Gabe dieses Impfvirus erzeugt nun bei den Probanden eine Veränderung, die auch die Bildung von diesen Antikörpern gegen Spike-Protein induziert. Die Bildung von Antikörpern ist aber nicht die einzige mögliche Verteidigungsstrategie gegen Viren. Insbesondere sobald Zellen von einem Virus bereits befallen sind, werden diese beginnen, weitere Viren zu produzieren. Also eine Eigenschaft von Viren ist, dass die Wirtszellen übernommen werden und nun quasi für die Bildung weiterer Viren umprogrammiert werden. Diese Virenbestandteile sind dann häufig für längere Zeit innerhalb von Zellen. Und man kann sich vorstellen, dass in dem Fall eine Bildung von Antikörpern nicht mehr so sinnvoll ist. Hier beruht dann die Immunantwort oft auf gezielter Tötung infizierter Zellen durch sogenannte T-Killerzellen. Und diese T-Killerzellen haben zwei sehr wichtige Eigenschaften. Sie sind extrem gezielt, also sie töten ganz gezielt virusinfizierte Zellen, indem sie nach viralen Proteinen Ausschau halten. Also eine viral infizierte Zelle wird dann beginnen, virale Proteine zu synthetisieren und dann Teile von diesen auch an der Oberfläche darzustellen. T-Killerzellen haben einen bestimmten Rezeptor dafür. Wenn sie den erkennen, töten sie die Zelle. Und sie töten sie auch in einer sehr gezielten Art und Weise. Also es geht jetzt nicht so sehr darum, die Zelle zu töten. Die Zelle stirbt ja sowieso, weil sie virusinfiziert ist. Sondern es geht darum,
die Zelle in einer sehr kontrollierten Weise zu neutralisieren, sodass es eben dabei nicht zur Freisetzung von vielen neuen Viren kommt. Und das wird sehr elegant gemacht. Die Zelle wird so manipuliert, dass sie in so einen gezielten, selbstgesteuerten Zelltod überführt wird. Hier ist eine Übersicht der 2 Strategien. Also wir haben einmal die mögliche Bildung von Antikörpern, direkte Neutralisation dieses Viruses. Und die hauptverantwortliche Zelle dafür sind die sogenannten B-Zellen, die dann auch reifen und dann auch genannt werden sogenannte Plasmazellen. Das sind die Hauptproduzenten dieser Antikörper. Und dann die zweite große Art der Immunantwort, die zelluläre Immunantwort, die dann zur kontrollierten Tötung infizierter Zellen führen kann. Das sind sogenannte T-Zellen und besonders T-Killerzellen. Besprechen wir mal die Antikörperbildung in etwas mehr Detail. Also hier links abgebildet das Virus mit dem Spike-Protein an der Oberfläche sowie mit Antikörpern, die nun das Spike-Protein binden und dann so die Hoffnung neutralisierende Wirkung besitzen. Das Ziel ist es nun also, Antikörper zu bilden, die gegen das Spike-Protein gerichtet sind. Hier ist so eine vereinfachte Struktur von Antikörpern, und zwar besitzen alle Antikörper eine bestimmte variable Region, wo sie dann sehr gezielt ein bestimmtes Eiweiß binden können. Die Zellen, die diese Antikörper bilden, sind sogenannte B-Zellen, und also eine B-Zelle ist hier abgebildet. Ein Hauptmerkmal einer B-Zelle ist der sogenannte B-Zellrezeptor. Das ist diese verzweigte Struktur hier, die, wie ihr sehen könnt, eine große Ähnlichkeit auch mit den Antikörpern besitzt. Und im Grunde ist so ein B-Zellrezeptor eine Art von Antikörper. Wir haben jetzt nur nicht eine einzige B-Zelle oder eine Art von B-Zellen, sondern wir haben viele, viele, viele unterschiedliche B-Zellen. Und jede B-Zelle hat einen bestimmten B-Zellrezeptor, der dafür ausgelegt ist, ein gewisses Eiweiß binden zu können. Und unter anderem haben wir also auch B-Zellen, die das Spike-Protein binden. Die sind in uns. Das ist ein sehr interessanter Mechanismus, wie das genau erreicht wird. Grundsätzlich besteht dieser B-Zellrezeptor aus vielen unterschiedlichen Bausteinen, und diese Bausteine werden in mehr oder weniger zufälliger Weise kombiniert, sodass eine unheimliche Vielfalt von diesen Rezeptoren entstehen kann. Also wir haben Zellen, die sind sehr spezifisch für die Bildung von Antikörpern gegen Spike-Protein mit diesem B-Zellrezeptor. Wenn wir jetzt irgendwie mit dem Spike-Protein in Kontakt kommen, also beispielsweise durch eine Impfung oder durch eine Infektion, werden Fragmente von dem Spike-Protein an diese Zelle docken, die in der Lage ist, das zu binden. Das geschieht im Lymphknoten, und eine mögliche Reaktion ist dann, dass diese B-Zelle nun aktiviert wird und beginnt sich zu vermehren. Ich sage bewusst, eine mögliche Reaktion, eine mögliche Aktivierung findet statt, weil dieser Prozess natürlich sehr genau reguliert wird. Also was wir nicht wollen, ist, dass ungezielt B-Zellen stimuliert werden und dann plötzlich unkontrolliert zu wachsen beginnen. Das wäre eine Art Krebs, quasi Lymphknotenkrebs. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Darum sind da weitere Schritte, die ich jetzt der Einfachheit halber überspringe. Aber wenn es zur Bildung von Antikörpern kommen soll, dann wird diese Zelle proliferieren, also sich vermehren, und sie klont sich selbst quasi. Also das heißt, alle Tochterzellen haben dann diesen identischen B-Zellrezeptor, der in der Lage ist, eben das Protein, hier in dem Fall ist das Spike-Protein, zu binden. Und manche dieser Zellen werden nun den Lymphknoten verlassen und dann zu sogenannten Plasmazellen sich weiter differenzieren. Und eine Plasmazelle ist eine B-Zelle, die jetzt in der Lage ist, diesen B-Zellrezeptor quasi abzusondern. Und das ist jetzt dann dieser Antikörper. So entstehen die Antikörper. Die sind nun nicht mehr an die Oberfläche gebunden, wie der B-Zellrezeptor, sondern die sind frei und können dann im Blut zirkulieren, im ganzen Körper zirkulieren und dann eben ihre Wirkung entfalten. Das geschieht im Knochenmark.
Also eine Herausforderung des Körpers, wenn irgendwas zum Wachstum und zur klonalen Proliferation angeregt wird, ist dann auch immer die Vermeidung von Krebs. Also was wir auf keinen Fall wollen, ist, dass dieser Prozess dann unkontrolliert abläuft, sodass sobald irgendwas stark vermehrt wird im Körper, normalerweise auch immer der Grundstein gelegt wird, das wieder abzutöten. Das heißt, was wir wollen, ist, wir wollen die Infektion haben, wir wollen unsere Lymphknoten schwellen an, es wird ein gewisser Wachstumsreiz erzeugt, es kommt zu einer Vermehrung von B-Zellen, von Plasmazellen, die bilden schön die Antikörper, die Infektion wird besiegt und dann wollen wir diese Zellen wieder abtöten, die haben ihre Funktion erfüllt. Es werden aber nicht alle Zellen zu Plasmazellen. Einige werden auch zu sogenannten Gedächtniszellen. Und diese Gedächtniszellen sind eine wichtige Grundlage, dass bei einer erneuten Konfrontation dann der ganze Prozess eben nicht wieder von vorne beginnen muss. Diese Zellen haben also schon viele dieser Schritte durchlaufen, eine Art Speicher, dann nicht wieder von Null anfangen, sondern haben diese Gedächtniszellen, die uns dann helfen, quasi eine stärkere Immunantwort schneller erzielen zu können. Das war nun über die B-Zellseite. Die T-Zellseite werden wir nicht im Detail besprechen, ist aber grundsätzlich ein ähnlicher Prozess, der dann eben in der Auswahl eines bestimmten T-Zellrezeptors mündet. Die klinische Studie des Oxford-Impfstoffes hat nun gezeigt, dass es sowohl zu einer B-Zellantwort gegen das Spike-Protein kam, mit der Bildung von sogenannten Effektorzellen, also das sind dann die Zellen, die die eigentliche Immunantwort verursachen, als auch zu einer T-Zellantwort. Es wurde auch gezeigt, dass dieser Impfstoff grundsätzlich sicher ist, quasi damit der Beweis erbracht, dass dieser Impfstoff in der Lage ist, diese Bildung von Antikörpern und T-Zellreaktionen gegen das Spike-Protein zu beschleunigen. Angesichts des Plans dieses Impfstoffs war das ein voller Erfolg. Man wollte eine Immunantwort gegen das Spike-Protein erzielen. Das ist gelungen, indem man eben dieses Schimpansenvirus manipuliert hat. Das ist eine von vielen Möglichkeiten und das ist in Rekordzeit gelungen, was natürlich ein großer Erfolg ist. Aber es ist noch nicht klar, wie lange dieser Effekt anhält, also im Grunde, ob es zu einer Bildung von Gedächtniszellen kam. Die große Frage ist natürlich, klar, man wollte das Spike-Protein Antikörper bilden, das ist gelungen, aber ist diese Bildung von Antikörpern bzw. T-Zellantwort gegen das Spike-Protein, schützt die vor der Infektion? Denn das ist nicht gesagt. Also bei vielen Virusinfektionen kommt es zu einer Bildung von Antikörpern, HIV beispielsweise. Das bedeutet nicht automatisch, dass dann dadurch Immunität verleiht wird. Das ist der Fall beim Grippevirus mit dem Hämagglutinin, aber wie die Situation mit dem Spike-Protein aussieht, wird man sehen müssen. Darum die Frage, wann gibt es einen Impfstoff gegen Corona? Es wird dann einen Impfstoff gegen Corona geben, sobald es gelingt, unserem Immunsystem beizubringen, eine effektive Antwort zu produzieren. Ob das eine B-Zellantwort oder T-Zellantwort ist und gegen welchen Bestandteil des Virus diese gerichtet sein muss, das werden wir sehen. Falls es das Spike-Protein ist, dann sind wir dem ein großes Stück näher gekommen. Das wird man einfach abwarten müssen. Wenn euch die Folgen interessieren, klickt jetzt auf Abonnieren und ihr bleibt immer auf dem Laufenden. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Medizinmann.